Also, wenn man an Offroad-Wohnmobile denkt, dann guckt man ja oft nach Europa. Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Wir schauen nach China und ob das ein Fehler ist, das könnt ihr ja mal kurz nach diesem Video beurteilen und in die Kommentare schreiben. Denn in China, da gibt es eine Truppe, die es richtig krachen lässt. Hyundai, gegründet 2017, heute schon ein Big Player. Und warum? Weil die Expeditionsmonster bauen, die sich echt gewaschen haben. Und das auf Mercedes, MAN, Scania oder Sino-Truck-Chassis. Und die Zauberformel, europäische Premium-Technik, zum Beispiel Hans Grohe, Siemens oder Webasto, gepaart mit chinesischer Ingenieurskunst. Und zack, ein Weltklasse-Expeditionsmobil, das nicht gleich den Preis eines Einfamilienhauses sprengt. 2019 ging die dann eine Partnerschaft mit Mercedes-Benz ein und das heißt, die Europäer sind offiziell nervös geworden. Die haben über 30 Entwickler und Ingenieure im Team und dort wird ständig an neuen Features gebastelt, um die Konkurrenz alt aussehen zu lassen. Ich habe mir den Nomadism Crosser VC Volvo FMX 500 4x4 genauer angeschaut. Und Leute, was soll ich sagen? Das Ding ist eine echte Naturgewalt. Stell dir mal vor, ein Panzer und ein Luxushotel hätten ein Kind. Genau so sieht das aus. Gebaut auf einem Volvo FMX 500 4x4 Chassis mit 500 PS unter der Haube und einem Drehmoment, der dir die Arme lang zieht, wenn du nur das Gaspedal ansiehst. Und was soll ich sagen? Das Ding ist kein schnöder Camper. Das Ding ist ein voll ausgestattetes Expeditionsschlachtschiff auf 4 Rädern. Basisfahrzeug ist der Volvo FMX 500 4x4. Wir reden hier nicht von einem schnöden Wohnmobilfahrgestell, sondern von einem echten Heavy-Duty-LKW. Der Volvo FMX ist gebaut für den härtesten Baustellen- und Offroad-Einsatz. Also quasi eine Mischung aus Panzer und Rallye-Truck. Unter der Haube da steckt ein D13K500 Reihen 6-Zylinder mit 500 PS und 2550 Newtonmeter Drehmoment. Das Automatikgetriebe kommt mit 12 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgängen, dazu noch 2 Kriechgänge für extremes Gelände. Das Fahrzeug ist ja auch wieder unter 6 Meter und dadurch beträgt der Radstand nur 3,90 Meter. Die Bodenfreiheit bei diesem Auto sind 352 mm vorne und 308 mm hinten. Damit kommst du mit dem Ding auch überall durch. Der Tank fasst 405 Liter Diesel und das reicht locker, um über 1500 Kilometer durch die Wildnis zu schroten. Die Karosserie, eine kleine rollende Festung im Yachtfeeling. Hier wird nicht gekleckert, hier wird gepanzert. Die Wände bestehen aus 6-lagigen Verbundplatten mit 70 mm Isolierung. Egal ob du bei minus 40 Grad in Sibirien oder bei 50 Grad in der Sahara unterwegs bist, drin hast du immer Wohlfühlklima. Die Fenster sind doppelt verglast und in Yachtqualität mit Sonnen- und Insektenschutz, weil Moskitos da natürlich keinen Zutritt haben. Und die Tür kommt mit einem elektrischen Sicherheitssystem, mit PIN-Code, Magnetkarte und zur Not auch noch mit einem physischen Schlüssel. Und das Ganze heißt bei Nomadism FBI-Level-Sicherheitssystem für dein Expeditionsmobil. Der Boden, maritimes Teakholz, poliert mit Pflanzenöl. Sieht nicht nur gut aus, sondern hält natürlich auch ewig. Im Innenraum Luxus, Abenteuer und ein Hauch von First-Class-Feeling. Die Sitzgruppe besteht aus einem Sofa mit elektrischem Hubtisch, das sich in ein 1,20 Meter x 1,98 Meter Doppelbett verwandeln lässt. Und die Küche? Junge, da kannst du aber mal ordentlich was zaubern. Der 152 Liter Einbaukühlschrank bietet genug Platz für Bier und Butter. Gekocht wird auf dem 2100 Watt Induktionskochfeld mit Dunstabzug. Und das sorgt dafür, dass das Essen schneller fertig ist, als du Mahlzeit sagen kannst. Und wenn du einfach nur heißes Wasser brauchst, dann sorgt der 25 Liter Wasserboiler dafür, dass du auch mitten in der Wildnis nicht auf diesen Komfort verzichten musst. An der Stelle muss man wahrscheinlich betonen, die Küchenausstattung kommt komplett aus Deutschland. In China hat deutsche Qualität noch einen Ruf. Bei dem Auto brauchst du keine Steckdose, denn dieser Wagen ist komplett autark. Eine 1260 Stundenampere Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit 24 Volt hält länger durch als eine Duracell-Werbung und sorgt zusammen mit dem 5000 Watt Wechselrichter dafür, dass du auch mitten in der Wildnis oder am Polarkreis mit ordentlich Strom versorgt wirst. Obendrauf gibt's 10 Solarpanels à 100 Watt. Also dein persönliches Sonnenkraftwerk auf dem Dach. Und damit du nicht frierst oder in Schwitzen kommst, gibt es eine japanische 1,5 Klimaanlage mit Heizfunktion sowie eine 4 kW Diesel Standheizung. Damit bleibt es selbst in der Antarktis muggelig warm. Und wenn du bei dem Auto kalte Füße kriegst, ja, kann eigentlich gar nicht sein, denn es ist natürlich zusätzlich noch eine Fußbodenheizung im ganzen Fahrzeug verbaut.
Man weiß ja nie, was kommt und deswegen ist Sicherheit bei diesem Auto auch groß geschrieben. Die 360-Grad-Kameraüberwachung zeigt dir einfach alles, egal was so um dein Auto passiert. Auch vom Handy aus. Der Typ an der Tankstelle kommt nicht rein. Der nervige Typ von nebenan, der ist recht nicht. Und meine Schwiegermutter, die auf gar keinen Fall. Von innen Wohnzimmer auf 4 Rädern mit einem Hauch Yacht. Und zusätzlich ist bei diesem Auto noch ein 4-Wege-Sicherheitskamerasystem verbaut. Für den vollen Durchblick. Und mit der HD-Rückfahrkamera lassen sich auch 6 Meter Länge entspannt einparken, während die LED-Beleuchtung rund ums Fahrzeug dafür sorgt, dass du selbst nachts mit klarem Blick durch die Gegend rollst. Und falls du dann doch lieber im Heck pennen willst, da wartet ein 1,30 Meter x 1,94 Meter großes Bett mit einer ordentlichen Matratze auf dich. Wobei ordentliche Matratzen sind in diesem Fahrzeug ohnehin verbaut, weil Rückenauer hier bei diesem Auto keine Option ist. Das Badezimmer ist vollwertig mit Nass- und Trockenbereich, warmes Wasser und natürlich eine französische Premium-Keramiktoilette. Also nix mit billigem Plastikklo. Der Schwarzwassertank fasst 120 Liter und der Grauwassertank 140 Liter. Beide lassen sich elektrisch oder manuell entleeren, also ganz nach Laune. Aber nun mal Butter bei die Fische, das Teil ist unter 6 Meter, das Ding ist kein schnöder Camper, das Ding ist ein voll ausgestattetes Expeditionsschlachtschiff auf 4 Rädern. Und falls du dich oder jemand anders mal aus dem Schlamm ziehen musst, gibt's eine elektrische 18.500 lbs Seilwinde am Heck. Damit bist du natürlich immer der Held in jeder Offroad-Notsituation. Und ein kleines Highlight ist natürlich die ausfahrbare Seitenterrasse, weil man seinen Kaffee ja auch mit Stil trinken will. Also stell dir vor, du sitzt mitten in der Wüste, erhaben und völlig entspannt auf deiner ausfahrbaren Seitenterrasse und eine heiße Tasse Kaffee in der Hand und denkst einfach nur, ja, läuft bei mir. Ich bin kein Profi bei Expeditionsmobilen, aber aus meiner Sicht, das Ding kann alles. Und das unter 6 Meter. 500 PS, über 1500 Kilometer Reichweite. Innen absolutes Yachtfeeling. Außen Militärtechnik. Autark bis zum Mond und zurück. Ob Arktis, Wüste, Dschungel oder einfach nach St. Peter-Ording. Mit dem Nomadism Crosser VC Volvo brauchst du doch keine Campingplätze mehr, sondern einfach nur noch Bock auf Abenteuer. Und ganz ehrlich, ich will so ein Ding haben. Schreibt mal in die Kommentare, wie gefällt euch das Auto? Hättet ihr auch Bock auf so ein Auto? Und vor allen Dingen, was wären eure Reiseziele? Und zu guter Letzt, vielen Dank fürs Angucken dieses Videos. Bitte unterstützt unseren Kanal, gebt einen Daumen nach oben, haltet die Ohren steif und wir sehen uns im nächsten Video. Wer noch nicht abonniert hat, ihr wisst schon.